Hallo meine Lieben, ich bin Sonja und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in meine Everyday Skincare Routine mit Absolution geben. Absolution ist eine französische Marke, die stellen Naturkosmetik her. Absolution hat seit letztem Jahr angefangen, seine Verpackungen auch nachhaltiger zu gestalten, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Die Produkte von Absolution bestehen außerdem aus Antioxidanten, probiotischen Inhaltsstoffen, die der Haut sehr viel Vitalität und Glanz verleihen und einfach ein sehr gutes Gefühl, die sie sehr pflegen und sie sehr gesund fühlen lassen. Zu meiner Haut persönlich, ich neige zu Mischhaut. Das heißt, meine Haut neigt dazu, sehr schnell auszutrocknen, aber auch sehr schnell zu fetten. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, Produkte zu finden, die mir sowohl Feuchtigkeit spenden, als auch nicht zu ölbelastet oder öllastig sind, wodurch meine Haut dann fettig wird. Ich bin auch sehr sensibel gegenüber Umwelteinflüssen und Stress, weshalb meine Haut zu Mitessern neigt, zu Pickeln neigt, auch zu Rötungen. Daher brauche ich Produkte, die sehr sanft zur Haut sind. Was auch super ist, was mir persönlich sehr gefällt, ist, dass die Produkte so gut kombinierbar sind. Das heißt, ich habe eine richtige Routine mit Step-to-Step, welche Produkte ich zuerst verwende und wie die aufeinander aufbauen, wie die zusammen agieren und wirken und bin davon sehr begeistert, weil jedes Produkt seinen Sinn und Zweck erfüllt, aber die auch super zusammenarbeiten. Mein Tag beginnt und endet mit der Reinigung. Ganz wichtig, nach dem Aufstehen und vorm Schlafengehen will ich mich sauber und frisch fühlen und dafür verwende ich Le Nettoyant Pureté. Der Nettoyant Pureté löst Unreinheiten sowie auch Make-up, was natürlich für abends super ist und gleich 2 in einem. Außerdem reinigt er bis in die Tiefe, ist sanft zur Haut und beruhigt sie. Und er unterstützt auch die Ölproduktion zu regulieren. Nach der Reinigung benutze ich dann außerdem 2-mal die Woche La Crème Gourmande und mag es deswegen so gerne, weil es mein Hautbild verfeinert. Es ist ein enzymatisches Peeling, das aber auch sehr sanft zur Haut ist. Das heißt, ich kriege keine Rötung davon und meine Durchblutung wird gefördert, was mir dann wieder so eine Frische verleiht und einen gesunden Glanz. Ja, im Winter ist meine Haut sehr beansprucht und öfter mal durstig und gestresst, weswegen ich einfach viel Feuchtigkeit brauche, viel Hydration und dafür benutze ich Le Sérum Anti-Soif. Das verleiht meiner Haut einfach viel Leichtigkeit und gleicht auch meine Haut aus. Ich benutze das immer morgens nach der Reinigung. Das ist so ein Hydrationscocktail, sage ich mal, der einfach meiner Haut viel Feuchtigkeit spendet und sie gleichzeitig ausgleicht. Das heißt, das Serum verleiht ihr einfach viel Leichtigkeit und ist nicht zu reichhaltig, aber trotzdem sehr feuchtigkeitsspendend. Täglich nach dem Serum benutze ich die Crème de Santé, die meiner Haut nochmal zusätzlich Feuchtigkeit spendet und meine Hautbarriere auch stärkt durch die Probiotika, die enthalten sind. Der Effekt davon gefällt mir sehr gut, weil sie sehr mattierend wirkt auf meine Haut und ich so einfach sehr komfortabel in meinen Tag starten kann und nicht direkt so einen glänzigen, fettigen Film auf der Haut habe, was mir einfach ein sehr gutes Gefühl gibt. Jetzt, wo es kälter ist, fühlen sich meine Augen oft müde und beansprucht an und darum pflege ich sie jeden Tag mit La Crème Reparatrice Regard. Die ist gerade für empfindliche Augenpartien, wie ich sie habe, super geeignet und ja, gibt mir ein Gefühl von, ich habe genug geschlafen, ich bin nicht gestresst und lassen die Augen wieder ein bisschen mehr strahlen. Wenn meine Haut mal besonders viel Pflege und Feuchtigkeit braucht, dann benutze ich La Masque Anti-Soif. Die trage ich aufs Gesicht auf, lasse sie 10 Minuten einwirken und wasche sie dann ab. Das mache ich dann auch meist morgens, auch relativ oft, so 3-mal die Woche, weil sie einfach viel Feuchtigkeit gibt und trotzdem so eine sehr leichte Maske ist. Ja, ich habe jetzt viel geredet, viel Informationen gegeben und auch viel eigene Meinung. Ich würde sagen, probiert es einfach mal selber aus und lasst euch davon überzeugen.